Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Schwinge. Im letzten Video haben wir das hier alles auseinandergebaut. Das verlinke ich euch da oben. Und heute möchte ich ein bisschen was über die Schwinge und über die Lagerungen, über die Preise, was das kostet, etc. reden. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Nach dem kurzen Intro geht's los. Ja, die Schwinge hinten, ich habe die schon mal sauber gemacht. Kurz zur Info, ich mache das immer mit Petroleum. Ich habe Petroleum da mache ich diese ganzen Verkrustungen, den Schmutz, den Staub weg. Außen und natürlich auch in der Schwinge. Kommen wir mal zu den Preisen kurz, was die einzelnen Bauteile, die man hier eventuell austauschen muss, was die kosten könnten. Das habe ich mir mal aufgeschrieben. Und zwar, wir haben hier hinten, das ist die Seite am Getriebe, die gelagert ist mit 2 Kegelrollenlagern. Da kostet je ein Lager so um die 25 Euro, 24 Euro. Also 2 Stück, etwa 50 Euro. Dann haben wir für den Hinterradantrieb, der hier angeflanscht ist, haben wir 2 Nadellager. Die sitzen allerdings im Hinterradantrieb, also in dem Winkeltrieb. Das sind 2 Nadellager und die liegen so beide zusammen etwa bei 120 Euro. Dann haben wir hier diesen Faltenbalg, also die Verbindung vom Hinterradantrieb zum Getriebe an der Getriebeausgangswelle. Der Faltenbalg, der setzt sich zusammen einmal aus dem Gummiteil und einmal aus dem Sprengring, den wir in dem letzten Video auch gesehen haben. Der Faltenbalg selbst kostet 30 Euro und der Sprengring, wenn der kaputt sein sollte, was eigentlich relativ unwahrscheinlich ist, der liegt ungefähr bei 8 Euro. Was haben wir noch? Die gesamte Schwinge in Silber, wenn man die neu braucht, das nur als Information, das wird wahrscheinlich kaum einer machen, weil es da auch einen Gebrauchtmarkt gibt, die liegt bei etwa 700 Euro, je nachdem, wo man die kauft, neu. Dann haben wir hier diese Zapfen, diese Lagerzapfen, einmal der Festlagerzapfen, der hier auf dieser Seite eingebaut ist, also am Getriebe. Der liegt bei 25 Euro und der Loslagerzapfen ebenfalls. Das heißt, wenn die kaputt sein sollten dann tritt das in Kraft. Die Festlagerzapfen vorne wie hinten sind gleich, das sind dieselben. Genauso ist es bei den Loslagerzapfen. Das ist auch an der Schwingenlagerung und an der Hinterradlagerung derselbe Zapfen. Einziger Unterschied sind letztendlich halt die Lager. Die Lager am Hinterradantrieb, also die Nadellager, da gehe ich drauf ein, wenn wir den Hinterradantrieb in einem Video behandeln. Noch ganz kurz, der Übergang von der Schwinge zum Hinterradantrieb, da ist auch ein Gummibalg außenrum. Wenn der beschädigt sein sollte, dann muss der getauscht werden. Der liegt bei ungefähr 17 Euro. Und da kommen dann eben diese 2 Kabelbinder dazu. Und bei den Kabelbindern ist es so, dass man die auch bei BMW bestellen kann. Da kostet, glaube ich, einer, den habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, da kostet einer so um die 2,60 Euro, 3 Euro. Die sind 450 mm lang, glaube ich, ja. Und wenn man sowas zum Beispiel aus dem Baumarkt nimmt, dann hat der 450 mm lange Kabelbinder, der hat etwa eine Breite von 8 mm. Und das ist dann für den Faltenbalg, aber das sehen wir dann in dem Video mit dem Hinterradantrieb, das ist dann für den Faltenbalg, ist das ein bisschen zu breit. Das zu den Preisen, dass ihr wisst, wenn hier irgendwas schief läuft oder was hier auch immer kaputt ist, was so finanziell auf euch zukommt. Fangen wir einmal da an bei diesen Lagerzapfen. Wir haben ja in dem Video gesehen, dass die eingeklebt waren und da hatte ich, glaube ich, noch was dazu gesagt, was diese Loctite-Schraubensicherung angeht. Also grüne Schraubensicherung ist hochfeste Schraubensicherung, 2701.
genau, ist hochfest grün und die blaue Schraubensicherung, die ist mittelfest. Das ist Loctite 243. Und hier ist von BMW vorgegeben, oder BMW sagt, diese Schrauben, also sowohl das Festlager als auch das Loslager, sollen mit 2701er Schraubensicherung eingeklebt werden. Das war hier in dem Fall der Fall. Deswegen haben wir das Ganze warm gemacht, ja, damit sich eben die Schraubensicherung ein bisschen löst und dass wir das Ganze dann rausdrehen können. Wichtig ist, wenn wir das später wieder zusammenbauen und wir verwenden wieder diese Schraubensicherung, dann muss das hier natürlich, dieses Gewinde, exakt sauber sein. Und das kann man zum einen mit Aceton machen, das ist das eine, oder mit acetonhaltigen Reinigungsmitteln, aber eben halt auch zum anderen mit einem Dremel zum Beispiel, mit so einer Rundbürste, mit so einem Aufsatz. Damit kann man das wunderbar wegbekommen. Größere Verschmutzungen, die kriegt man mit so einer Nadel oder mit einem spitzen Schraubendreher, kann man die so ein bisschen andrücken und dann platzen die ab, weil es relativ hart ist. Man kann natürlich aber auch eine Gewindefeile nehmen, um im Prinzip die Gewinde innen und hier außen auch sauber zu machen. Ich habe auch so eine Gewindefeile da, ja, aber ich finde das einfach mit so einem Dremel so ein bisschen besser und ein bisschen schonender, als hier mit der Feile, mit der Gewindefeile drüber zu gehen. Und das ist im Übrigen Aluminium. Die Kontermutter hier ist aus Stahl, glaube ich. Genau, also die Kontermutter, die hier oben drüber ist, die ist aus Stahl. Und der Rest ist Aluminium, also da muss man schon auch ein bisschen aufpassen, dass man das ganze Gewinde nicht versaut. Das gleiche gilt natürlich hier für die Innengewinde in der Schwinge und die Innengewinde hier hinten am Getriebe, rechts und links, an dem Getriebegehäuse. Die müssen natürlich auch exakt sauber sein, damit man letztendlich das Gewinde sauber hier schön sauber hier ohne Hakeln eindrehen kann bis zum Ende im Prinzip. Wie wir das machen mit der Schraubensicherung, das zeige ich dann am Ende, wenn wir das alles wieder zusammenbauen. Weil da muss man auch so ein bisschen was bei beachten. Der nächste Punkt ist diese Lagerung, die Schwingenlagerung. Die Schwingenlagerung, das sind, wie schon gesagt, Kegelrollenlager. Die haben hier auch einen Einsatz drin, also ein Konus, im Prinzip ähnlich wie bei den Nadellagern. Und hier kann man auch, die sind zwar jetzt feste drin, bedingt durch die Staubkappe, aber das schauen wir uns gleich nochmal im Nahen an. Hier hinten bei den Lagern, im Hinterradantrieb, die Nadellager, die haben keine Staubschutzkappe, brauchen sie auch nicht, weil ja hier der Faltenbalg drüber sitzt und das Lager innerhalb der Schwinge ist, also eigentlich abgedichtet, da kommt normalerweise nichts großartig dran. Hier vorne ist es allerdings so, dass wir zwischen dem Gehäuse vom Getriebe, also da wo die Fußrasten sitzen, hinten dran, dass wir dort ein bisschen Luft haben, dort eben halt auch Dreck hinkommt und deswegen gibt es hier eine Art Scheibe wie ein Wellendichtring, ähnlich wie ein Wellendichtring, der hier im Lager drin sitzt, der eben das Lager letztendlich vor Staub und Verschmutzung, Feuchtigkeitseintritt letztendlich schützt. In meinem Fall hier dachte ich ja am Anfang, das hat man im ersten Video gesehen, dass die Lager fertig sind. Also dass die, wenn man die gedreht hat, das war sehr rau und so, da war auch nicht wirklich richtiges Fett noch drin, sondern es war so ein bisschen flüssiger Kram. Ich habe das natürlich auch sauber gemacht und habe letztendlich dann nochmal getestet und gesehen, dass es zwar auf den Lagerschalen so ein bisschen Pitting gibt, aber keine Rastungen. Ja? Also das heißt, wenn ich das Lager, machen wir gleich, wenn ich das Lager drehe, jetzt im sauberen Zustand mit ein bisschen Öl drin, dann kann ich das einwandfrei umlaufend drehen und es gibt keine Rastungen. Das heißt also, das Lager, in diesem Fall zumindest, muss nicht zwangsläufig getauscht werden. Man kann das natürlich machen, dann sind neue Lager drin, ja, aber ob das notwendig ist, lassen wir mal dahingestellt. Also in dem Fall ist das in Ordnung und man muss das letztendlich eben halt individuell prüfen.
geht es noch oder geht es nicht mehr. Um die Lager hier rauszumachen, also diese Lager, diese Innenringe der Lager, da benötigt man das sind Innenauszieher. Ja, also die haben hier oben so einen Bund, ein ganz kleiner, feiner Bund. Und wenn man diese Schraube hier hinten reindreht, das sieht man schon, dann geht der Bund hier außen auseinander. Und man kann somit entweder mit so einem Abzieher oder mit so einem Ziehhammer, ja, also wenn man mit dem Ziehhammer hier vorne einschraubt, also die Lagerschalen, die hier in der Schwinge eingepresst sind, für die braucht man das dann doch schon. Ja? Also in der richtigen Größe. Ne? Also das Innenlager, da reicht hier der kleine. Ich kann es auch unten dann mal reinschreiben oder ich schreibe das hier im Video rein, welcher Abzieher da benutzt werden muss, welcher Durchmesser benutzt werden muss, weil die eben nur einen relativ kleinen Bereich haben, in dem sie funktionieren. Wenn die Lagerschalen raus müssen in der Schwinge, dann muss man hier eben diesen Bereich um das Lager eben warm machen, dass das Aluminium sich ein bisschen ausdehnt und dann kann man die Lagerschalen mit so einem Ausziehwerkzeug rausnehmen. Und wenn man sie erneuert, ganz klar, wie man das so kennt von Lagern, die Lager ins Gefrierfach legen über Nacht und das hier warm machen und dann könnte es sein, dass die schon selbst reinfallen oder relativ leicht einzutreiben gehen. Ja, also wie gesagt, das sind die Lagerringe, die im Hinterradantrieb drin sind. Die fallen euch mit raus. Da müsst ihr darauf achten, dass die auch wieder auf der richtigen Seite sitzen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass hier dieser Zapfen, auf dem das Lager hier sitzt, ja, und sich dann hier innen drin abstützt, dass hier keine Einlaufspuren da sind. Wenn nämlich die Schwinge oder auch der Hinterradantrieb ein bisschen Spiel gehabt hat und das Ganze hat die ganze Zeit gearbeitet, dann kann es hier sein, dass eben auf einer Seite oder umlaufend eben Abdrücke sind oder sogar spürbare Einlaufstellen. Dann müssen auch die hier eben ausgetauscht werden, dass man das später wieder richtig einstellen kann. Auch der Lagersitz hier unten, wo sich das Ganze abstützt, der muss natürlich sauber sein. Und wenn ihr die alten Lager weiterverwenden könnt, dann natürlich auch das exakt sauber machen. Und das Gewinde, aber das hatte ich eben schon erzählt. Das gilt natürlich für beide Seiten, dass das hier einwandfrei passt und kein nennenswertes Spiel hat. So, dann schauen wir mal hier. Das ist das Werkzeug, was ich gesagt hatte. Und dann kann man hier einfach, wenn man das auseinanderdreht, so, dann kann man hier das anlegen. Und dann kann man den hier rausnehmen. So, und das ist dieses Kegelrollenlager. Dann haben wir hier einen Kunststoffkäfig außenrum mit den einzelnen Rollen. Und hier oben drauf haben wir dann im Prinzip so einen Dichtring. Der greift einmal hier außen in der Lagerschale ein, aber auch hier über dem Lager. Ja? Und der hat dann im Prinzip da so eine Dichtlippe, dass ich das bewegen kann und dichtet das gesamte Lager dann ab. Wenn man jetzt diese Lagerschale rausnehmen will, das ist jetzt zwar nicht das richtige Maß, dann müsste man das auf die gleiche Weise machen, also hier außenrum warm machen, dann hier hinten drin ist ein bisschen Platz, dann die passende Größe einsetzen und entweder mit dem Abzieher, der sich dann hier außen abstützt, ja, also mit diesem Teil, und dann könnte man hier diese Lagerschale ohne Probleme langsam und mit Gefühl ausziehen. Das gleiche gilt auch für die andere Seite, da ist das ganz genauso gemacht. So, und wenn man jetzt, ich habe das geölt, wenn man jetzt das Lager hier einsetzt und das hier bewegt, dann läuft das hier einwandfrei. Und es gibt überhaupt gar keine Rastungen oder so irgendwas. Das heißt, das kann man durchaus weiterverwenden
Ja, kommen wir noch zu dem eigentlich letzten Bauteil an der Schwinge. Das ist dieser Gummibalg hier. Der Gummibalg, der schützt die Verbindung zwischen Kardantunnel, also Schwinge, und Getriebeseite. Hier kommt also die Kardanwelle durch und die Getriebeausgangswelle. Also die ist jetzt hier noch in Ordnung, die war zwar total verdreckt, aber ich habe die schön sauber bekommen, habe mir die angeschaut, ob die irgendwelche Risse hat oder ob die porös geworden ist. Das ist ganz wichtig, wenn da irgendwas ist, egal wie, dann müsst ihr die im Prinzip auch austauschen, damit an der Stelle keine Feuchtigkeit, kein Schmutz eintritt. Ja, das ist ganz wichtig. Und die hat eben zwei verschiedene Seiten. Die ist dann nach Jahren wahrscheinlich ein bisschen gebogen nach unten, weil sie ja in der Regel dann, wenn das Motorrad steht, nicht so sehr eingefedert ist. Ja? Und dann muss man halt wieder gucken, dass die richtige Position wieder da ist und sie dann da einsetzen. Das Einsetzen ist ein bisschen fummelig, weil, aber das kann man jetzt hier gar nicht sehen, hier innen drin ist dieser Sprengring. Ich mache das mal auseinander. So, wir haben hier den Sprengring. Kann man das sehen so? Ja, genau. Also das ist die Seite, die hier reingehört. Und die ist hier eben so ein bisschen nach unten. Ja. Und dieser äußere Rand hier, der stützt sich hier in der Schwinge ab. Und dann haben wir hier außen nochmal eine kleine Lippe. Ich hoffe, man kann das sehen. Und so sitzt das Ganze, also man kann den Sprengring nicht vorher reinmachen. Der Sprengring, der muss rein, oder dieser Sicherungsring, der muss rein, wenn das Gummi drin ist. Sonst kriegt ihr das einfach da nicht drüber. Also kann man bestimmt schon hinbekommen, aber der wird euch dann irgendwie 10-mal hier rausflutschen und dann könnt ihr es gleich von innen machen. Wenn es dann hier drin ist, sorgt der im Prinzip dafür, dass dieses Gummi, diese Lippe und dieser Rand hier innen drin, dass das Gummi da eben nicht rausrutschen kann. Auf der Innenseite am Getriebe ist das Ganze ein bisschen anders gelöst. Da gibt es schon eine Kante, wo der drüber geschoben wird, eine feste Kante. Und es ist dann relativ schwer, oder der rutscht eben nicht von alleine darunter, von dem Getriebe. Da gibt es keinen Ring. Was allerdings wichtig ist, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass hier die Kardanwelle durchgeht, und die Schwinge so oben ist, dann muss dieser Sicherungsring in der Horizontalen eingebaut sein. Und zwar so. Denn die Schwinge, die Kardanwelle, die hat ja einen Knick, die geht ja nach oben. Also nie nach rechts oder links, aber nach oben oder nach unten. Und würden diese beiden Zapfen hier unten oder oben stehen, dann könnte es eventuell da zur Kollision in irgendeiner Form kommen. Deswegen den Ring, der muss in der Horizontalen sein. Ja, also wenn man das so sieht, hier ist der jetzt hier und der muss im Prinzip so eingebaut sein, dass der in der Horizontalen liegt. Mehr gibt es eigentlich zu der Schwinge nicht zu sagen. Was später wichtig ist, aber das sehen wir auch beim Zusammenbau, dass die Lager natürlich wieder geschmiert werden richtig, ja, dass die an der richtigen Position sitzen. Das ist eigentlich alles. Die hintere Lagerung, das machen wir in einem anderen Video. Wichtig ist, das A und das O ist, dass der ganze Kram exakt sauber ist, dass man nicht irgendwo Sand und Dreck dazwischen hat und dann kann man das am Ende wunderbar wieder zusammenbauen. Auch den inneren Bereich, wenn man da reinguckt, kann man das vielleicht ein bisschen sehen. Ja, dass man da innen drin auch ein bisschen sauber macht, dass es trocken ist und gut ist. Wer die Lager austauschen muss, also die Lagerschalen austauschen muss, der braucht natürlich so ein Abzieherwerkzeug. Es geht auch anders, ja, aber am einfachsten ist es eigentlich, wenn man so ein Werkzeug hat. Und da kann man natürlich, wenn man diese Abzieher kauft, dann kostet so ein Abzieher so um die 50 €, also zwischen, sagen wir mal, 35 und 50 € im passenden Maß, dass man diese Lager rausbekommt, die Lagerschalen rausbekommt. Und dann hat man aber noch keinen Abzieher, also dann hat man noch nicht sowas hier und man hat auch noch keinen Ziehhammer. Und ich habe mit diesem Werkzeug eigentlich recht gute Erfahrungen gemacht. Das ist, meine ich, von BGS ein Werkzeug, aber das kann ich euch unten verlinken, ist auch nicht ganz so teuer und
Ja, funktioniert. Also ich meine, wie oft im Leben macht man diese Lager hier raus? Also ich brauche das hin und wieder für andere Lagerungen noch, aber eben speziell jetzt dabei kann man die natürlich ganz genauso verwenden. Das ist perfekt, ja. Und da muss das nicht Hunderte von Euro kosten. Und man hat in dem Set unterschiedliche Größen drin. Größen, die wir zwar an dem Motorrad hier nicht brauchen, aber egal, man hat es einfach. So, wie gesagt, der Link unten findet ihr den in der Videobeschreibung. Kommen wir noch ganz kurz zu der Kardanwelle. Hatte ich ja gesagt, haben wir hier Rastungen, hier hinten keine Rastungen, dafür Spiel. Die neue Kardanwelle kostet 700 Euro. Man bekommt auch gebrauchte Kardanwellen, ja. Und ich habe so ein bisschen geguckt auf den unterschiedlichen Plattformen und da stand dann immer Kardanwelle 20.000 Kilometer, 25.000 Kilometer. Und ich habe mir so gedacht, warum sollte man eine Kardanwelle mit 25.000 Kilometer verkaufen, wenn es nicht ein Unfallfahrzeug ist? Vielleicht ist es da manchmal auch so, dass diese Kardanwellen doch dann mehr haben oder aus einem ganz bestimmten Grund ausgetauscht worden sind. Und so eine gebrauchte Kardanwelle, die kann durchaus auch mal um die 200 Euro kosten. Das ist natürlich auch Geld und man weiß nicht, weil man das einfach nicht nachvollziehen kann, außer das Datum steht drauf, von wann sie ist. Ja? Dann kann man sagen, wie alt sie ist, aber wie viel sie gefahren wurde, keine Ahnung. Von daher, ich persönlich würde keine gebrauchte Kardanwelle kaufen. Muss man eigentlich auch gar nicht, weil es gibt durchaus Möglichkeiten, dass man solche Kardanwellen reparieren kann. Hier bei denen ist allerdings das Problem, ich zeige das mal kurz in die Kamera. So, wenn man hier also guckt, hier sind die Kreuzgelenke gelagert. Ja, da. Das sind also so kleine Buchsen, in denen Nadellager drin sind. In diesen Nadellagern stecken dann wiederum die Zapfen vom Kreuzgelenk. So. Und es gibt natürlich Kardanwellen, da ist es so, dass diese Lagerpunkte oder diese Punkte hier, die Befestigung der Lagerbuchsen, 4 Stück an der Zahl pro Gelenk, dass die mit einem Sprengring gesichert sind. Und dann kann man den Sprengring rausmachen, kann die Lagerungen austreiben und entnimmt so letztendlich das Kreuzgelenk und kann auf dem gleichen Weg nur rückwärts ein neues Kreuzgelenk einsetzen und die Buchsen, die Lagerbuchsen wieder bis dahin einpressen oder eindrücken, dass der Sicherungsring letztendlich hält. Und wenn man Glück hat, bekommt man so Kreuzgelenke dann auch noch mit einem Schmiernippel und kann die dann im Prinzip regelmäßig bei einer Wartung abschmieren. Hier bei diesen Kardanwellen ist das nicht so gelöst. Hier ist einfach die Buchse eingesetzt und das Material verschränkt. Aber dennoch gibt es Möglichkeiten, wie man diese Kardanwellen dennoch mit einem neuen Kreuzgelenk versehen kann. Und dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zu jemandem, der das macht. Und genauso werde ich das auch machen. Ich werde die also einschicken und dann wird die überholt. Die bekommt also neue Kreuzgelenke, neue abschmierbare Kreuzgelenke. Dann ist die wieder soweit in Ordnung. So, aber ich blende euch jetzt nochmal von den Verzahnungen, wie ihr die Verzahnungen kontrollieren könnt, ob die denn noch in Ordnung sind. Da blende ich euch mal ein paar Bilder von denen hier ein. Und zwar ist es so, dass diese Verzahnungen, die müssen ja ineinander gehen. Einwandfrei müssen die ineinander laufen und die dürfen hier eigentlich kein nennenswertes Spiel haben, also in der Drehbewegung. Und wenn sie das doch haben, dann ist es letztendlich so, wie man das hier sieht, dass die Zähne auf der Verzahnung hier eben spitz werden. Das heißt, die bekommen in den Flanken immer wieder Schläge und das arbeitet sich ein und dann wird das wie im Prinzip ein Kettenblatt, wenn eine Kette trocken darüber läuft, werden diese Zähne immer spitzer und dann wird das Spiel natürlich dementsprechend auch immer größer. Die Welle ist von den Verzahnungen, ist sie in Ordnung. So kann man die eigentlich auch noch weiterverwenden und da ich davon ausgehe, dass die Welle auch die originale Welle ist, weiß ich zumindest in meiner Zeit und in der Vorbesitzerzeit, dass hier nicht irgendwie was rumgebastelt worden ist oder dass die irgendwie total wurde. Das weiß ich natürlich bei einer gebrauchten nicht. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.
Ciao, ciao.